Moin und herzlich willkommen zu Leuphana College Live. Aus dem großen Studio im Liebeskind-Gebäude an der Leuphana-Universität Lüneburg. Das ist Farina. Das ist Cornelius. Das klang sehr einstudiert, war es aber nicht. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ihr habt zwei sehr, sehr gute Entscheidungen bisher getroffen. Ihr interessiert euch für ein Studium an der Leuphana und ihr habt eingeschaltet. Und wir haben hier in Lüneburg studiert und wir freuen uns drauf, euch in den nächsten circa 50 Minuten ein bisschen durchzuführen durch das Programm und ein paar Fragen aufzuwerfen. Zum Beispiel, welche Auswahl an Studienfächern gibt es hier überhaupt? Und wir werden natürlich all die Dinge klären, die ihr wissen müsst für die nächsten Schritte, die auf euch zukommen. Also Bewerbung, dies, das. Wir werden Antworten auf die Fragen finden, die euch auf dem Herzen liegen. Antworten auf die Fragen, die eure Eltern euch mit auf den Weg gegeben haben. Großeltern, Onkel, Tanten. Genau. Und wir werden Antworten darauf finden, die ihr dann wieder gemeinsam besprechen könnt. Wundervoll. Ja, wenn ihr nämlich gerade vor der Überlegung steht, im Oktober anzufangen, ein Studium aufzunehmen, dann solltet ihr unbedingt das folgende Video schauen. Ein Studium an der Leuphana ist immer anders. Hier sind Sie nicht einsam und kümmern sich nur um ein Fach. Hier geht es um Wissenschaft insgesamt, um die akademische Erfahrung, um verschiedene Perspektiven. Uns interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält, und dafür unternehmen wir alle Anstrengungen. Als Lehrende, in der Verwaltung und ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und deshalb ist es gerade unter den Umständen der Pandemie, die viele einsam werden lässt, ein wunderbarer Ort, gemeinsam dieses Unternehmen studieren, sich anstrengen, sich verändern, nicht nur Wissen zu erwerben, sondern an Bildung zu arbeiten. In diesem Sinne, herzlich willkommen, virtuell und real. Warum an der Leuphana studieren? Es gibt meines Erachtens verschiedene Gründe, die dafür sprechen, aber vielleicht der wichtigste liegt in der fachübergreifenden Lerngemeinschaft, die die Studierenden des Leuphana BAs bilden. Übrigens ein Alleinstellungsmerkmal an der Leuphana. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Studium beginnen, bleiben Sie nicht nur unter Studierenden Ihres Fachs, sondern bilden heterogene Gruppen von Lernenden aus allen Fachrichtungen an der Leuphana. Das fängt in der sogenannten Startwoche an, eine Projektwoche, wo die etwa 1500 Erstsemesterstudierenden anhand einer ersten Projektarbeit zu einem aktuellen, dringlichen gesellschaftlichen Thema in das Studium eingeführt werden. Und das setzt sich dann im ersten Semester, im sogenannten Leuphana-Semester fort, wo sie neben einer fachspezifischen Einführung auch fächerübergreifende Anteile gemeinsam erarbeiten werden zu den großen Themen Verstehen, Problematisieren, Methoden, Verantwortung. Ich habe Dr. Steffi Hobus, Leiterin des Leuphana College, zu Gast und uns per Video zugeschaltet ist Alexa Böckel. Alexa studiert jetzt in ihrem Master und hat im Bachelor viel darüber nachgedacht, wie man sein Studium aktiv gestalten kann. Liebe Steffi Hobus, liebe Alexa, schön, dass ihr da seid. Frau Hobus, Sie sind Leiterin des Leuphana College und die Studieninteressierten, die sich jetzt hier bei uns bewerben wollen, eventuell, die würden ihren Bachelor an diesem College machen. Und was heißt das jetzt, College? Was heißt das? Genau, die meisten Universitäten in Deutschland haben das nicht. Das Leuphana College, das College an der Leuphana Universität ist die Universitätsgemeinschaft im Sinne einer Lehr- und Lerngemeinschaft, die alle Bachelorstudierenden umfasst. Also unabhängig davon, welche Fächer, welche Hauptfächer, welche Nebenfächer sie vielleicht studieren. Alle Bachelorstudierenden gehören zum College. Das ist die Heimat, die Universitätsgemeinschaft für alle Bachelorstudierenden. Und steckt dahinter auch eine besondere Idee von Bildung oder Studieren? Ja.
Ja, steckt es und darüber freue ich mich auch sehr, darauf sind wir auch stolz. Das College ist eine Universitätsgemeinschaft und die ist fächerübergreifend. Klar, das ist woanders ja auch so, man kann bei uns unterschiedliche Fächer studieren, Hauptfächer, Nebenfächer, Begleitstudium und so weiter. Und das Leuphana College ist diese fächerübergreifende Lerngemeinschaft, sodass die Studierenden sich auch nicht nur in ihren Fächern treffen, werden wir nachher noch genauer erklären, sondern auch fächerübergreifend in großen Anteilen ihres Studiums zusammen verbringen. Und das Studium am Leuphana College ist aktiv, würde ich sagen, und anspruchsvoll. Wir nennen das auch Liberal Education. Das Studium findet im Geiste der Liberal Education statt. Das heißt, ein relativ großer Anteil der Studieninhalte besteht aus wahlfreien Anteilen. Das heißt, die Studierenden können, dürfen, sollen sich frei Anteile ihres Studiums wählen. Das ist eine große Freiheit, aber dafür muss man eben auch gut überlegen, was man will. Auch Verantwortung für das eigene Studium übernehmen. Und das hast du gemacht, Alexa. Erzähl doch mal. Du hast den Bachelor studiert, genau in diesem System, in dem du eben viel Freiheit hattest, viel in die Breite gehen konntest. Und wie war das? Was hat das mit deinem Studium gemacht? Also tatsächlich habe ich mich damals für die Leuphana entschieden, weil ich eben diese einzigartige Fächerkombination wählen konnte aus BWL und Nachhaltigkeits-Humanwissenschaften. Und es gab zu dem Zeitpunkt keine andere Universität, die überhaupt diese Kombination an Fächern und Themen angeboten hat. Und zusätzlich konnte ich im Komplementär dann noch weitere Seminare belegen, die an dieser Schnittstelle lagen. Also ich habe zum Beispiel ein Seminar zur Tierethik belegt, obwohl jetzt als Betriebswirtschaftlerin das jetzt kein typisches Seminar oder kein typischer Seminarinhalt ist, würde ich sagen. Und darauf aufbauend habe ich mich dann sogar dazu entschieden, einen Doppelbachelor zu machen, nämlich die Umweltwissenschaften in mein Hauptstudium noch mit aufzunehmen und BWL mir dann als Minor anrechnen zu lassen. Das ist vielleicht jetzt nicht der Normalfall, dass man dann tatsächlich nochmal switcht, aber diese Idee von der Gemeinschaft, die Idee vom College, dass man sich trifft, dass man auch mit Leuten zusammen ist, mit denen man nicht direkt in jedem Seminar zusammensitzt. Welchen Einfluss hatte das auf dein Studium? Also ich muss sagen, das war ziemlich wahnsinnig im positiven Sinne, also weil von der Startwoche über das Komplementärstudium, aber auch durch das Nebenfach und das Hauptfach hatte ich die Möglichkeit, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zu interagieren und hätte, glaube ich, an keiner anderen Universität das BWL-Studium durchgezogen, weil ich eigentlich auch viele andere Interessen hatte und ich eben die Möglichkeit hatte, diesen Interessen nachzugehen. Und vor allen Dingen der Austausch mit Studierenden, zum Beispiel, ich habe ganz viele Freundinnen aus den Kulturwissenschaften, die ich ohne dieses Studienmodell gar nicht kennengelernt hätte und deswegen aber auch mittlerweile viele kulturwissenschaftliche Perspektiven in mein Lernen eingebaut habe, was sonst auch nicht passiert wäre. Heißt das, Frau Hobus, dass man irgendwie auch mehrere Sprachen lernt? Ich stelle mir das so vor, man hat auf einmal nicht nur seine eigene wissenschaftliche Sprache für das eigene Fach, sondern auch noch andere. Können Sie da was dazu sagen? Vielleicht wäre es übertrieben zu sagen, dass man viele, also nicht Fremdsprachen im Sinne von Sprachen, sondern Wissenschaftssprachen lernt. Ich glaube, es wäre übertrieben zu sagen, dass man die alle lernt, aber Sie lernen die alle kennen. Und das ist ja auch schon viel. Also, dass eine BWLerin oder eine Betriebswirtin mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt eben gut sich mit KulturwissenschaftlerInnen austauschen kann. Ne? Und nicht, wie es vielleicht an manchen Universitäten der Fall ist, dass man sagt, ach, die KulturwissenschaftlerInnen, die sind alle so, die sind für sich und die BWLer oder die Wirtschaftsleute, die sind alle für sich, sondern bei uns gibt es Austausch und insofern würde ich sagen, ja, Sie lernen auf jeden Fall bei uns, Sie haben die Chance, unterschiedliche Wissenschaftssprachen kennenzulernen. Nicht alle aktiv zu lernen. Ich glaube, das wäre größenwahnsinnig, das zu versprechen. Genau. Das wird später auf jeden Fall auch nochmal wichtig, warum das wichtig sein kann, wenn man in verschiedene Bereiche reingeht und miteinander kommunizieren kann. Jetzt hat Alexa uns aber schon ein gutes Stichwort gegeben. Und zwar, liebe Frau Hobus, die Startwoche hat Alexa angesprochen. Die Startwoche ist der Beginn des ersten Semesters und nach der Startwoche kommt dann ein paar Monate später im Februar immer die Konferenzwoche und dazwischen liegt das Leuphana-Semester. Was
passiert da? Das Leuphana-Semester ist das erste Semester, das alle Studierenden bei uns am College fachübergreifend gemeinsam verbringen. Selbstverständlich, wenn sie sich für ein bestimmtes Hauptfach, einen Major entschieden haben, gibt es im Leuphana-Semester auch fachspezifische Einführungen. Aber ein großer Anteil des ersten Semesters ist tatsächlich dem fächerübergreifenden gemeinsam Studieren gewidmet. Ich kenne ganz viele Studierende, die genau wie Alexa heute sagen, ja, aus der Startwoche habe ich immer noch Freunde bis heute, also auch Alumni, die dann nach ihrem Studienabschluss noch sagen, meine Freunde die habe ich in der Startwoche kennengelernt, in fachübergreifender gemeinsamer Projektarbeit. Und das findet dazwischen statt. Okay. Alexa, welche Projekte sind dir in deinem Studium begegnet, die genau diese Dinge erfüllen, das Fachübergreifende, den Austausch? Also ich weiß noch ganz genau, wie die Startwoche war, auch wenn es schon eine ganz schöne Zeit her ist mittlerweile. Aber ich habe tatsächlich auch noch sehr, sehr gute Freunde aus dieser Zeit und kann mich noch erinnern, dass wir uns in der Woche mit Gesundheitsfragen beschäftigt haben und dass ich das sehr beeindruckend fand, wie viele SpeakerInnen aus unterschiedlichen Richtungen und auch hochrangige SpeakerInnen wir in dieser Woche erleben durften und wie viel Energie und Kreativität in dieser Woche freigesetzt wurde. Also, dass ich sehr beeindruckt war, wie viel so eine kleine Gruppe an Studierenden eigentlich in so kurzer Zeit schaffen kann und kreieren kann. Und auf das Leuphana-Semester bezogen hatte ich ein Seminar mit Viva Con Agua zusammen und im Nachhinein fällt es mir jetzt wieder ein, dass ich mich im ersten Semester dann schon mit Social Entrepreneurship beschäftigt habe und werde dies auch weiterhin tun. Also, dass das erste Semester und das Leuphana-Semester, das erste Seminar auch schon einen Grundstein gelegt hat. Viva Con Agua stellt Wasser her und vertreibt Wasser und hat dabei einen sozialen und einen nachhaltigen Anspruch, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur um das einmal einzufangen. Alexa, auch noch an dich die Frage. Du gehst jetzt schon in Richtung Fertigwerden mit dem Studium. Aber wem würdest du denn dieses Studium am Leuphana College ans Herz legen? Für wen ist das was? Ich frage mich manchmal, wem das nicht gut tun würde, weil ich ehrlich gesagt eine große Freundin der Interdisziplinarität bin, weil ich denke, dass wir aktuelle Probleme nur interdisziplinär lösen können und wir deswegen auch fähig sein müssen, unterschiedliche wissenschaftliche Sprachen zu verstehen und vielleicht auch teilweise zu sprechen. Aber grundsätzlich natürlich braucht es ein Interesse für unterschiedliche Dinge. Also jemand, der jetzt sagt, ich möchte definitiv mich nur mit betriebswirtschaftlichen Inhalten beschäftigen und möchte nicht rechts und links schauen. Ich glaube, eigentlich sollte es diese Leute gar nicht mehr geben, aber wenn es diese gibt, also ein Interesse für verschiedene Dinge sollte schon da sein und vielleicht auch an aktuellen gesellschaftlichen Problemen zu arbeiten, denn das wird im Studium auf jeden Fall der Fall sein. Frau Hobus, was würden Sie dem noch hinzufügen? Für wen ist Studieren am Leuphana College das Richtige? Ich kann mich da nur anschließen, also jetzt mal direkt an die Studieninteressierten gewendet. Ja. Sie werden das Studium am Leuphana College mögen, denke ich, wenn Sie Lust daran haben, eine kritisch-reflexive Perspektive zu entwickeln, die über eine reine sozusagen Karriereplanungs-Nutzen-Maximierung hinausgeht. Nutzen soll es natürlich auch haben, vielleicht dazu gleich noch, aber zunächst mal, wenn Sie intellektuell neugierig sind, wenn Sie sagen, nee, ich weiß genau, was ich wissen will, ich will eine bestimmte kleine Spezialisierung haben und anderes will ich nicht, dann mögen Sie das vielleicht nicht so sehr. Wenn Sie aber einen kritisch reflektierenden Blick auch auf Ihr Hauptfach werfen wollen und sich mit anderen darüber austauschen wollen, eben Stichwort andere Wissenschaftssprachen kennenlernen, ich glaube, dann passt das. Und ich würde behaupten, es hat am Ende auch noch Vorteile für den Berufseinstieg, oder? Auf jeden Fall. Das klingt jetzt so ein bisschen ideell, was ich gesagt habe, genau. Und nicht nur Nutzenmaximierung, das finde ich auch nach wie vor wichtig. Gleichzeitig ist es aber so, dass Sie das Studium am Leuphana College mögen werden, denke ich, wenn Sie eine klare wissenschaftliche und methodische Orientierung erwarten. Es ist ja ein grundlegendes Bachelorstudium. Orientierung erwarten, ohne den Blick auf die ganz praktischen Herausforderungen der heutigen Gesellschaften zu werfen. Wir haben von Alexa gehört, dass Alexa gesagt hat, sie hat schon in der Startwoche von Viva Con Agua gehört. Also von Anfang an war da so ein gesellschaftlicher Horizont. Und Sie werden
das Leuphana College das Studium bei uns mögen, wenn sie eine interdisziplinäre Orientierung schätzen, die über vereinfachende Lösungen hinausgeht. Ich denke, Sie sollten bedenken, dass gerade Leitungspositionen heute zusätzlich zu natürlich fachlicher Expertise, die erwirbt man ja im Studium sowieso, überall, ja. Zusätzlich zu fachlicher Expertise generalistische und analytische und kommunikative Fähigkeiten erfordert. Und dafür stehen wir, würde ich sagen. Wundervoll. Vielen herzlichen Dank, Frau Hobus, dass Sie hier waren. Alexa, vielen Dank für deine Einblicke, wie du dein Studium gestaltet hast und wie du zurückblickst. Und jetzt möchten wir uns genau angucken, wie es losgeht, wenn man nach Lüneburg kommt im Oktober. Und zwar mit dem Film von der letzten Startwoche. A special place and a special time. Welcome to Leuphana and welcome to this opening week. Now we are in a special time because everything this year is a bit different than it would normally have been. And because university this year will function differently. I now have the pleasure to introduce to you a very interesting guest. Hallo Christian. Du hast dich natürlich intensiv auch beschäftigt mit der Frage, was es heißt, digital präsent zu sein. Was können Universitäten, was können Studierende, was können vielleicht Lehrende beachten? Corona ist für uns alle natürlich kein Segen, aber in dem Moment, in dem es uns dazu zwingt, einmal unsere analoge Kultur zu durchbrechen, kann es für uns alle ein Motor sein, der erkennen lässt, dass Digitalität nicht das Gegenteil ist von Präsenz, sondern vielleicht sogar eine viel bewusstere Präsenzkultur auch erst gründen kann. The theme, Future Cities, has been chosen for this year's opening week because cities are burning classes for many current challenges. I wish you all the best for your study here at Leuphana University. The opening week concept is a really great idea to get to know people, also from other causes. It's an incredible work that has been done to realize this big project in terms of the pandemic at the moment. And it shows us as how important that is for Leuphana University and how important we are for them. I think especially also with the studio, and it's very professionally made, so all the effort they make around the study that I've never seen anywhere else. Good morning, everyone. It was such a fun building that, and we are so glad that you're here. You just dive into your project group. You get to know the first people, you make your first friends, you meet so many friendly faces, and together with those people in your project group, you design a strategy. They get supported by the tutors, so those are students from higher semesters. And then there's the academics, and they give the content-based input. She had the idea that we would go and talk to minorities in person and actually have interviews and find out what their experiences living in the city is like. We focused just on urban gardening. He said we should conclude other things inside as well. The input of the academics, it was so diverse, like people from the Leuphana, politicians talking. I'm very excited to be on your morning show. Brace yourselves for the future and enjoy the keynote. What we see in cities is more and more cities turn to war zones. The basic aspect behind it is these have become the breeding grounds of inequality. It is about green places. It is about the aesthetics of spaces or architecture. It is about people-centered cities versus automobile and car-centered cities. We seem to be fighting about what is truth. Do we need journalism? Why are those in power actually in power? And who has or hasn't a say? You've of course got the chance to ask questions.
During the keynote, even while the keynote speaker is talking, you can just log into our Zoom room. We have another student's question. Please go on. I wanted to ask if you would support more radical stances on practices like squatting. What's your point on such practices? We have a lot of empty buildings that could be adapted by families who are homeless. Housing used to be in the hands of sort of modest local entrepreneurs. Now it's in the hands of major international firms. You start to analyze that topic and finding out what is wrong in that field and what should be changed in that field, and then producing and getting something done as a group with people that you just got to know. You involve the thinking that results in the critical comment in the video. We've got plenty of ideas what we want to do. I'm working on the first sequence of our film. I'm currently drawing our slogan, which would be Grüne Pause or Green Pause. We are recording the voiceover for the video now. The rest of the team is outside and is filming. Here we are. Good morning! And welcome to our final show. Now, we're going to come to your project group. Congratulations to that really cool comment. What is a community? A better world is possible. Probably. Maybe. Hopefully. Please let us hear why Kinder haften für ihre Eltern. Would it not be nice if all children were able to look outside the window and see a nature playground, which used to be a concrete jungle? There were some videos we had to watch twice because they were so informative. I would say we just start with the first video. Cornelius, I really love the video, to be honest, because gender equality is a topic that has been very dear to me for such a long time. We have another video for you, and that is called Super Education. Trump got voted out. I'm so glad we grew up with super education. I say, well, visions need to be evidence-based, tangible, clearly show how we can really act, and I think this video combines everything. A wonderful job. Your creativity is unstoppable. And with that said, thanks for watching. And see you on campus. Liebe Studieninteressierte, als nächstes werfen wir ein Schlaglicht auf das Thema Studienmodell an der Leuphana Universität. Bei euren Recherchen habt ihr vielleicht schon gesehen, es gibt den Major, es gibt den Minor und es gibt das Komplementärstudium. Was das genau bedeutet, das gucken wir uns jetzt an. Dazu bei mir im Studio sind Annika Weiser, sie koordiniert die Module Wissenschaft trägt Verantwortung, und Professorin Hanna Trittin aus der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere der Wirtschaftsethik. Schön, dass Sie beide da sind. Vielen Dank. Liebe Annika Weiser, ganz grundlegend, was ist denn jetzt Major, Minor und Komplementärstudium? Was bedeutet das?
Ja, ich habe schon mal überlegt, ob wir mal ein Glossar machen sollten auf jeden Fall. Die ganzen Begriffen an der Leuphana. Im Prinzip ist es ganz einfach. Das, was Steffi Hobus gerade eben schon beschrieben hat, zu der grundlegenden Struktur vom Studium, das führen wir im 2. Semester ein bisschen weiter. Das heißt, ab dem 1. Semester entscheiden Sie sich für ein Hauptfach, für ein Nebenfach und darüber hinaus eben noch für das Komplementärstudium. Dazu komme ich gleich. Und das sind schon im Prinzip Major und Minor. Und damit haben Sie sozusagen Ihre Studienschwerpunkte schon gewählt und haben darin schon ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Also Sie können zum Beispiel sich für ein Kulturwissenschaftsstudium entscheiden im Major, im Hauptfach und dann ganz unterschiedliche Nebenfächer dazu kombinieren. Also zum Beispiel BWL oder Philosophie und dann kommt im Zweifelsfall ein ganz anderes Studium dabei raus. Verstehe. Aber für mich klingt das jetzt so, als hätte man am Ende drei Studienfächer studiert. Wie ist das? Ist das nicht viel zu viel? Nein, genau. Also am Ende ist es immer noch ein Studium, das aus einem Fachstudium besteht. Und das Fachstudium ist eben das Hauptfach und das Nebenfach. Das macht ungefähr 2/3 des Studiums aus. Und dann kommt noch der fachübergreifende Teil dazu. Das ist im 1. Semester sind es eben diese 3 großen fachübergreifenden Module. Und dann ist es das Komplementärstudium. Das Komplementärstudium heißt also, ab dem 2. Semester kann ich noch zusätzliche Kurse wählen, neben meinem eigentlichen Fach, die möglicherweise gar nichts damit zu tun haben, mit denen ich mein Studium ein Stück weit noch ergänzen kann, sozusagen. Okay. Frau Trittin, welche Vorteile hat das denn aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrer Sicht als Professorin, wenn man über die eigenen Fachgrenzen hinausschaut? Also im Prinzip ist es ja so, wir stehen als Gesellschaft vor sehr großen Herausforderungen. Und um die zu adressieren, braucht es eben interdisziplinäres Denken und Handeln. Und in der Hinsicht ist natürlich so ein Studium, wie es die Leuphana den Studierenden bietet, hervorragend, weil es eben entsprechend die Möglichkeit bietet, Zusatzqualifikationen zu entwickeln, den Blick über den Tellerrand des eigenen Fachs zu wagen, um sich letztendlich dadurch natürlich auch ein Stück weit auf einen sich stark verändernden und sehr, fluiden Arbeitsmarkt vorzubereiten, der eben heute auch sehr interdisziplinär oft gestaltet ist. Ja, wir haben jetzt gerade schon gehört, Kulturwissenschaften könnte man mit Philosophie zusammen machen. In Ihrem Fach, in der Betriebswirtschaftslehre, was wären da jetzt besonders geeignete Kombinationen? Also an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät haben wir den Anspruch, verantwortungsvolle Unternehmensführung, aber auch verantwortungsvolle Geschäftsmodelle und generell verantwortungsvolles, nachhaltiges Handeln bei den Studierenden zu fördern. Und ich glaube, insbesondere was meine Forschung angeht im Bereich Nachhaltigkeit, würde ich natürlich persönlich immer die Kombination mit den Nachhaltigkeitswissenschaften empfehlen. Okay, danke dafür. Und wenn man sich jetzt dafür interessiert, wo kann man herausfinden, welchen Minor man dazu wählen könnte? Ich glaube, der erste Schritt ist natürlich immer die Webseite der Leuphana, bei der man sich natürlich erstmal sozusagen die erste Information abholen kann. Und wenn man dann vielleicht eine gewisse Auswahl getroffen hat und sich nicht so ganz sicher ist, wo die Reise hingehen soll, dann ist sicherlich die Studienberatung ein ganz guter Ort, in dem man sich eben über seine Möglichkeiten, Potenziale, aber auch vielleicht, was braucht es für diese Kombination letztendlich informieren kann. Auf jeden Fall, weil man nämlich in der Studienberatung auch wirklich nochmal nachfragen kann, was ist für mich persönlich jetzt der nächste richtige Schritt. Liebe Annika Weiser, jetzt haben wir über den Minor gesprochen und was man damit alles anstellen kann und das Komplementärstudium. Vielleicht können wir da noch mal genauer drauf eingehen. Welche Erweiterungen bietet das dann noch? Genau, ich würde sagen, dass das Schöne ist, man entscheidet sich letztendlich mit einem Major und einem Minor schon ja relativ zu Studienbeginn für eine generelle Richtung, auch für eine Blickrichtung, die mein Studium haben soll. Und diese Blickrichtung, die verändert sich dann auch nicht wesentlich über die nächsten 3 Jahre. Das, was das Komplementärstudium dann bieten kann, ist sozusagen jedes Semester aufs Neue eine Art von Perspektivwechsel auszuprobieren. Weil man sich da nicht am Anfang entscheidet. Genau, weil man letztendlich immer von Semester zu Semester Kurse wählen kann, die einen gerade interessieren oder wo man gerade sagen würde, dass sie das Studium schlau ergänzen würden. Okay, das heißt, da kann im 3. oder im 4. Semester auch nochmal was ganz Neues dazukommen, was man vorher noch nicht auf dem Zettel hatte. Genau, es kann sein, dass ich in meinem eigenen Fach etwas gehört habe oder gelernt habe, das ich dann nochmal vertiefen möchte. Und dann bietet mir das Komplementärstudium diese Möglichkeit. Oder ich entwickle vielleicht sogar neben meinem Studium ein anderes Interesse
Interesse und habe dann in dem Komplementärstudium die Möglichkeit, das zu verknüpfen. Das heißt, im Prinzip haben wir diese beiden möglichen Grundrichtungen. Ja. Entweder zu sagen, das, was ich im Komplementärstudium belege, hat erstmal oberflächlich betrachtet überhaupt nichts mit meinem Studium zu tun, sondern soll das wirklich ergänzen, zum Beispiel, weil ich schon immer mal erfahren wollte, was künstliche Intelligenz und Recht miteinander zu tun haben oder wie ich Nachhaltigkeit in meinen Alltag integrieren kann, zum Beispiel. Und auf der anderen Seite kann ich es aber auch nutzen, um ganz gezielt eigene Themen aus meinem Fachstudium noch zu vertiefen. Also weil ich zum Beispiel im Fachstudium einen Statistikkurs belegt habe und gesagt habe, das interessiert mich so sehr, da möchte ich irgendwie weiter dran arbeiten. Ich möchte wirklich statistisch forschen, auch statistisch relevant und belege dann da gezielt nochmal Kurse in dem Bereich. Verstehe, vielen Dank. Frau Trittin, wenn Sie jetzt Lehre machen, wenn Sie Seminare geben, wie äußert sich das denn dann, dass Studierende auch über den Tellerrand schauen? Können Sie uns da ein bisschen was erzählen? Also ich kann aus diesem Wintersemester berichten, dass ich zum Beispiel im Komplementärstudium einen Kurs angeboten habe, gemeinsam mit der Kopenhagen Business School. Also das heißt, die Leuphana-Studierenden hatten hier die Chance, nicht nur im Komplementär mit Studierenden anderer Studienrichtungen an der Leuphana zusammenzuarbeiten, sondern auch tatsächlich mit Studierenden der Kopenhagen Business School, was natürlich auch einmal ein ganz internationale Perspektiven eröffnet im Studium. Und wir haben uns hier mit dem Thema der Datafizierung beschäftigt, also dem Phänomen, dass immer mehr Daten zur Verfügung stehen, die man analysieren kann und was diese Datafizierung für die unterschiedlichen Fächer bedeutet, aber auch Perspektiven. Das war zum Beispiel ein sehr spannender Kurs, der sehr über den Tellerrand die Studierenden gebracht hat letztendlich und die ich insbesondere auch als sehr fruchtbar finde für meine eigene Forschung, weil man eben durch diesen Blick in andere Theorien, in andere Forschungsbereiche aus der Soziologie, Kulturwissenschaften. Wir haben Hintergründe aus der Informatik dabei gehabt. Kollegen haben aus der Plattformökonomie berichtet. Also das ist ein sehr spannender Kurs gewesen, der selbst Lehrende sozusagen, mich eingeschlossen, herausgefordert hat, über gewisse Themen einfach von verschiedenen Perspektiven nachzudenken. Das ist sehr spannend. Das heißt, nicht nur die Studierenden gehen hier über den Tellerrand, sondern Sie als Professorin gehen auch noch mal mit über den Tellerrand. Das ist natürlich wirklich eine sehr schöne Perspektive. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank, Annika Weiser. Ja, und jetzt, ihr habt ja wahrscheinlich schon eine grobe Richtung im Kopf, wohin es gehen soll. Und wir reden hier die ganze Zeit über den Minor, über das Komplementärstudium. Aber was ist denn mit dem Major? Was ist mit dem Hauptfach? Was ist mit dem, was ihr eben studieren wollt? Hi, ich bin Anna und studiere im 4. Semester den Major Kulturwissenschaften. An QWI liebe ich, dass es sich nicht nur auf die geisteswissenschaftlichen Perspektiven beschränkt, sondern auch sozialwissenschaftliche Perspektiven mit einbezieht. Außerdem gibt es 8 Vertiefungen, unter denen ihr wählen könnt. Ich habe zum Beispiel Kulturtheorie und Analyse. Ich sage immer, es ist so eine Mischung aus Philosophie, Soziologie und generell eine große Portion an Gesellschaftskritik. Außerdem könnt ihr aber auch den Schwerpunkt Kunst oder Musik oder auch Medientechnik wählen. Es bringt auf jeden Fall sehr viel Spaß. Moin, ich bin Johannes und studiere Politikwissenschaft im 6. Semester. Unser Studium reicht von ganz praktischen Inhalten wie der Europäischen Union, der deutschen Parteienlandschaft, den internationalen Beziehungen, Journalismus und Politikberatung bis zu den theoretischen Hintergründen von Aristoteles, Platon, Karl Marx, Horkheimer, Adorno. Ihr kennt sie alle. Außerdem wird ein starker Fokus auf wissenschaftliche Methoden gelegt. So lernen wir Studierende das wissenschaftliche Arbeiten gut kennen und sind gut für unsere Bachelor- und Masterarbeiten vorbereitet. Wir sind ein sehr kleiner Studiengang. Deshalb kennt man seine ProfessorInnen, seine KommilitonInnen und die verschiedenen Jahrgänge durchmischen sich ganz gut. Und wir freuen uns, wenn du Teil davon bist. Hi, I'm Marvin and I study digital media in my 6th semester, which is kind of like a mixture of both a practical and a theoretical approach to digital media. We discuss media critics, but also work on practical projects like design a web page, cut a video, build a composition in After Effects. You'll find something that you're into. So come to Leuphana and get to know the digital media major. My name is Rabea and I study Global Environmental and Sustainability Studies in my 6th semester.
In the first 3 semesters of this study program, you get to know the basics all around sustainability and its implementations. Later on, you get to develop your very individual profile to then utilize in the subsequent master studies or on the international job market. We study internationally in a group of international people, but in the beautiful locality of Lüneburg. Moin, ich bin Marcel und ich studiere hier an der Leuphana im 6. Semester den Major Umweltwissenschaften. In Umweltwissenschaften gibt es an der Leuphana sowohl einen naturwissenschaftlichen als auch einen sozialwissenschaftlichen Fokus. Welchen davon ihr in Richtung der Bachelorarbeit irgendwann als euren Studienfokus wählen wollt, könnt ihr im Laufe des Studiums selbst entscheiden. In dem naturwissenschaftlichen Bereich geht es zum Beispiel ins Labor und in dem sozialwissenschaftlichen Fokus, da gibt es auch gesellschaftswissenschaftliche und kritische Perspektiven. Hi, I'm Sophie and I'm currently doing the Studium Individuale in my 6th semester. The Studium Individuale is an individualized degree. That means that only one module each semester is mandatory, and all the rest you can choose from the variety of modules that is offered across all faculties of Leuphana University. This is a chance to really follow your interest. You will find your own focus question that leads through your studies. To give you an example, my own studies focus on the question of how education can prepare people to manage the challenges of the digital transformation. Moin, ich bin Jasper und ich studiere im 6. Semester BWL. Beim BWL Major ist es so, dass man die ersten 2 Semester so einen etwas generalistischen Einblick in das Fach BWL bekommt, sich also mit allen Themen auseinandersetzt und sich das dann auch in den Modulen eben zeigt. Und ab dem 3. Semester wählt man dann eine von 3 Vertiefungen. Da gibt es zum einen den Marketing-Schwerpunkt, den Personalschwerpunkt und den Finance- und Accounting-Schwerpunkt. Moin, ich bin Anton. Ich studiere derzeit Ingenieurswissenschaften im 4. Semester. Der Major Ingenieurswissenschaften ist so aufgebaut, dass in den ersten Semestern die mathematischen, physikalischen und technischen Grundlagen vermittelt werden und in den weiteren Semestern dann in Modulen zu weiterführenden Thematiken darauf aufgebaut wird. Außerdem kannst du mit der Wahl des Minors ein bisschen für dich entscheiden, ob du deinem Studium einen eher wirtschaftlichen oder eher technischen Schwerpunkt geben möchtest. Hi, we are Sammy and Marie, and we're here to tell you that choosing eBay at Leuphana is the best decision you will ever make, and Sammy will explain why. eBay, that's pretty much the short form for International Business Administration and Entrepreneurship, which you can imagine like a general business administration class, but with a special focus on entrepreneurship. That means the focus is predefined and not like in the German business administration class where you can choose it during your studies. It also has an international orientation being taught in English, and the class sizes are much smaller. So come to Leuphana University and enjoy international and interdisciplinary studies in the eBay program. Hey, ich bin Johanna, ich studiere im 6. Semester Rechtswissenschaften und im 1. und 2. Semester bekommt ihr die wesentlichen Grundlagen des deutschen Rechts vermittelt, darunter das Schuldrecht, das Einführung in das Strafrecht, Völkerrecht und Europarecht. Im 3. Semester habt ihr dann die Möglichkeit, euren Schwerpunkt zu wählen, den ihr aber auch jedes Semester nochmal umwählen könnt. Da habt ihr die Möglichkeit zwischen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Strafrecht, Steuerrecht und Umweltrecht. Moin, mein Name ist Keanu und ich befinde mich im 2. Semester hier an der Leuphana und studiere Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaftslehre an der Leuphana zu studieren bedeutet nicht nur Empirie mit Theorie zu verbinden, sondern auch aus Vogelperspektive zu begutachten und dadurch die einzelnen Handlungen der einzelnen Akteure besser verstehen zu können. Moin, ich bin Jason, 21 Jahre alt und studiere nun im 2. Semester in der Leuphana Wirtschaftsinformatik. Und während man da am Anfang natürlich die Grundlagen macht, das heißt sich mit Programmierung oder Datenbanken auseinandersetzt, ist es so, dass man auch schon schnell in Berührung mit der Wirtschaft kommt. Das heißt, man beschäftigt sich mit Geschäftsprozessmodellierung und darf da auch schon ab dem 2. Semester in die Praxis gehen. Das heißt, man geht in Unternehmen rein und guckt sich wirkliche Prozesse an, die man optimiert. Und ich finde, das macht das Studium aus und spannend, dass man immer wieder das, was man lernt, auch direkt in die Praxis umsetzen darf. Hallo, ich bin Eva und studiere im 6. Semester Psychologie. An der Leuphana ist es so, dass du Major Grundlagenpsychologie studierst. Das heißt, du kannst einen Einblick in viele unterschiedliche Fachrichtungen bekommen. Im Nebenfach kannst du dich dann entscheiden, ob du Wirtschaftspsychologie oder Psychology and Society wählen willst. So kannst du das Studium ein bisschen an deine eigenen Interessen anpassen. Außerdem ist seit letztem Jahr der Leuphana Bachelor komplett englischsprachig in Psychologie. Moin, ich bin Viktor und studiere im 6. Semester Wirtschaftspädagogik mit Zweitfach Mathematik.
Euer Studium beginnt mit dem klassischen Leuphana-Semester, welches um 2 wirtschaftswissenschaftliche Module ergänzt wird. Danach besteht euer Studium aus 3 Bausteinen: den Wirtschaftswissenschaften mit Inhalten aus der VWL, BWL und den Rechtswissenschaften, der Berufspädagogik mit pädagogischen und didaktischen Inhalten sowie eurem Zweitfach. Moin Leute, was geht ab? Mein Name ist Malte und ich studiere im 4. Semester Sozialpädagogik und Deutsch auf Berufsschullehramt an der Leuphana. Und es macht unglaublich viel Spaß. Der Bachelor ist sozusagen die Grundvoraussetzung des Sozialpädagogen und der Master ist dann die Spezialisierung auf den Lehrer. Und all das wird praktisch begleitet. Man hat sowohl im Bachelor ein Praktikum als auch im Master, wo man an eine Schule gehen kann, selber mal unterrichten kann, in den Beruf reinschnuppern kann. Man kriegt aber auch viele Theorien zur Hand über Finanzierung, Organisation, und Struktur der Sozialpädagogik, genau wie Unterrichtsmethoden, einfach Unterrichtshandhabung und allgemein Pädagogik natürlich. Moin, ich bin Alex und ich studiere im 4. Semester an der Leuphana auf Lehramt, speziell mit den Fächern Sport und Mathe. Ihr werdet jedes Semester eure beiden ausgewählten Fächer haben, sowie etwas aus dem Professionalisierungsbereich Bildung. Dieser Studiengang hier an der Leuphana, der ist sehr praxisorientiert. Das heißt, ihr habt bereits während des Bachelors 2 circa einmonatige Praktika in der Schule. Persönlich kann ich euch noch sagen, dass ich finde, jedenfalls bis hierhin, dass dieser Studiengang relativ interessant gestaltet ist und auch wirklich zu schaffen ist. Dass eine Pandemie über den Globus gerollt ist, muss ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Stellt sich trotzdem die Frage, was das für Auswirkungen auf deinen möglichen Studienstart hat und natürlich das Studium. Und dafür spreche ich jetzt mit dem Universitätsvizepräsidenten Christian Brey und ein bekanntes Gesicht von eben, der Leiterin des College, Steffi Hobos. Moin, hi, schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Moin. Herr Brey, wie war denn das letzte Semester für Sie persönlich? Ganz ehrlich, extrem anstrengend. Einerseits, ich habe das Gefühl, ich rede den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten über Zoom und gleichzeitig ist es viel einsamer als sonst, weil sie sind ja nicht da. Und auf der anderen Seite, mal auf der positiven Seite, total spannend. Weil wir so viele Sachen ausprobiert haben, die wir noch nie ausprobiert haben und so viele Sachen neu waren, jetzt mal unabhängig von all dem, was irgendwie gerade schlimm ist. Für eine Uni extrem spannend. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und ich kann nur sagen, spannender Ort gerade hier. Und für Sie, Frau Hobos? Ich kann mich nur anschließen. Ich bin ganz, ganz froh, dass einfach unser Semester richtig gut geklappt hat. Also in meinen Lehrveranstaltungen bin ich ganz, ganz froh, dass alles richtig gut funktioniert hat. Ich bin da wirklich dankbar, auch was die Uni uns allen ermöglicht hat, den Lehrenden, uns Lehrenden und den Studierenden, bin ich wirklich dankbar. Und ich bin auch meinen Studierenden total dankbar. Ich habe so ein Commitment erlebt, also so ein gemeinsames Gefühl davon, dass das anstrengend war, dass sich alle Mühe gegeben haben. Und auch mein Seminar, was morgens um 8 lief, war voll bis zum Semesterende. Und das war eben auch mal eine positive Seite dieses digitalen Semesters. Das klingt sehr gut. Ich würde sagen, wir hören uns jetzt noch mal direkt ein paar Stimmen von Studierenden an, wie Sie so Ihr letztes Semester empfunden haben. I would say it has to be interesting. Das Wohnzimmer wird zum Hörsaal. Die Masterstudentin Theresa Schweizer ist schon mitten im Seminar, Thema Forschungsmethoden. Die Diskussion läuft fast wie immer, nur digital. Der Stundenplan ist gleich geblieben. Wir hatten keine Probleme mit den Online-Vorlesungen bisher. Wir haben die Materialien geschickt bekommen per E-Mail. Also ich bin echt zufrieden damit. Auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt Professor David Loschelder. Seit 2 Wochen lehrt er an der Uni Lüneburg bereits online, zeichnet Vorlesungen auf oder hält diese live in Videokonferenzen. Es ist gar nicht so anders als im Seminar. Das heißt, die melden sich auch per Handzeichen. Ich nehme sie dran, weil ich den Namen unten drunter sehe. Sie geben die Antwort auf die Frage und anschließend geht es weiter. Und währenddessen streame ich meinen Bildschirm rüber, auf dem die PowerPoint-Folien zu sehen sind. Statistikvorlesungen funktionieren online gut. Anders sieht es in Chemie, Sport oder Musik aus. Hier kann zurzeit nur die Theorie unterrichtet werden. Aber immerhin hat es die Uni geschafft, mehr als 90% ihrer Lehrveranstaltungen zu digitalisieren. Und das schneller als die meisten anderen Unis. Ganz wichtig war, frühzeitig ein Videokonferenzsystem aufzusetzen, zur Verfügung zu stellen und darin alle zu schulen, damit man sozusagen eine Möglichkeit auch für die synchrone, also zeitgleiche direkte Interaktion mit den Studierenden hat, dass man also nicht einfach nur E-Mails mit Aufgaben verschickt und Texte verschickt. Mehr als 9000 Studierende hat die Leuphana-Universität in Lüneburg. Die Server halten durch, die Professoren sind motiviert. Yes! Alle Beteiligten wissen, glaube ich,
dass die Situation so ist, wie sie ist und Herausforderungen mit sich bringt. Und wenn man sich da in die Situation reinbegibt und dem Ganzen eine Chance gibt, ist auch diese Lernkurve bei den ganzen digitalen Tools, die man verwendet, sehr, sehr steil. Ein Krisenstab der Uni bewertet die Situation jeden Tag aufs Neue, um zu verbessern, was noch nicht ganz klappt. Wie es mit den Prüfungen im Sommer laufen soll, das wissen auch die Lüneburger noch nicht. Theresa Schweitzer wird ihren Arbeitsplatz zu Hause jedenfalls noch länger nutzen. Also ein Tipp wäre auf jeden Fall räumliche Trennung. Also dass man versucht, sich wirklich einen Arbeitsplatz einzurichten, wo man den Laptop hat, wo man die Materialien hat für die Uni. Bleibt noch das Problem, dass auch in den eigenen vier Wänden niemand stören sollte. Aber das lässt sich auch analog gut lösen. Und ich bin wieder hier zurück mit Universitätsvizepräsidenten Christian Brey und der Leiterin des College Steffi Hobus. Herr Brey, wie ist denn die Leuphana mit der Pandemiesituation umgegangen? Ich glaube, am wichtigsten war für uns erstmal, dass wir versucht haben, alles hinzukriegen und alles auch pünktlich hinzukriegen und so normal wie möglich hinzukriegen, wissen, dass eigentlich gerade nichts normal ist. Das heißt, wir haben pünktlich unser Semester gestartet und pünktlich unsere Startwoche gehabt im Wintersemester und auch alle Lehrveranstaltungen gehabt in verschiedenen Formaten. Und da haben wir wahnsinnig viel Energie reingesteckt, damit das alles klappt. Und das Zweite ist, glaube ich hatte das gerade schon mal gesagt, wir haben, glaube ich, versucht, ganz viel Neues auszuprobieren. Also so Konferenzformate, so wie jetzt die Startwoche, die wir gehabt haben, oder die Konferenzwoche im Wintersemester, die wir gehabt haben, mit einem riesen Fernsehstudio und riesen Live-Übertragungen und ganz verschiedenen digitalen Formaten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war erstaunlicherweise nicht alles schlechter als in Präsenz, sondern manches auch hat ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und das war toll, ganz ehrlich. Wie würden Sie, Frau Hobus, das Leuphana-Semester beschreiben? Das Leuphana-Semester unter diesen Bedingungen. Ja, wie vorhin schon gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass alles geklappt hat, so gut geklappt hat. Also einschließlich Startwoche. In der Startwoche 2020 hatten wir ja noch Teilpräsenz. Also da war noch ein Teil Präsenz möglich. Wir hatten eine tolle Mischung aus Gruppen, die auf dem Campus waren, die sich immer mit ausgeklügeltem Hygienekonzept abgewechselt haben, mit Gruppen, die digital dabei waren. Und das wäre natürlich auch die große Hoffnung, dass das bei der kommenden Startwoche auch wieder so möglich sein wird. Wir sind ja im Moment im Wintersemester dann nach der Startwoche im komplett digitalen Modus gewesen und wünschen uns eben alle sehr, dass wir und hoffen eigentlich, dass wir dann im Wintersemester 21, 22 und auch in der Startwoche 21 zumindest eine Teilpräsenz wieder haben können. Wie sieht denn so ein digitaler Modus aus? Wie sieht so ein digitaler Modus aus? Die Seminare finden zu den Zeiten statt. Also der Stundenplan ist ganz normal. Die Seminare finden zu den Zeiten statt, zu denen sie auch in den sonst vorgesehenen Seminarräumen oder die Vorlesungen stattgefunden hätten. Also wir wissen, die eine Veranstaltung, Theorie der kulturellen Erinnerung findet freitags von 8 bis 10 statt. Und dann ist es eben so, dass man sich nicht in einem physischen Raum trifft, sondern in einem digitalen Konferenzraum. Und das ist eben wahnsinnig anstrengend manchmal, wenn man so Tage hat, wo man den ganzen Tag nicht aus unterschiedlichen digitalen Konferenzräumen rauskommt. Und man kann sich in digitalen Konferenzräumen auch verlaufen, genauso wie man sich in physischen Räumen verlaufen kann. Aber das hat gut geklappt. Und die Diskussion, das war für mich eins der wichtigsten Learnings, die Diskussionen, also auch wenn wir über schwierige Texte geredet haben, die Diskussionen können genauso gut funktionieren. Das klingt doch gut. Wie wird es dann wahrscheinlich, Herr Brey, kann man schon was sagen, im Wintersemester 21, 22 aussehen? Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, wie es in 6 oder 8 Monaten aussieht. Und wir hoffen, glaube ich, alle, dass Präsenz wieder möglich sein wird. Ich persönlich bin da tatsächlich optimistisch. So sehr wir jetzt im Moment darauf achten, dass wir alles wirklich digital machen und strikt sind, so sehr glaube ich, dass wir im Laufe des Jahres Impfungen sehen und auf jeden Fall eine Teilpräsenz möglich ist. Und ich glaube, dass wir da wirklich hoffnungsvoll sein dürfen. Das wird Schritt für Schritt jetzt besser werden. Wird es auf jeden Fall auch eine Startwoche geben? Klar. Perfekt. Das klingt doch sehr gut. Das heißt, abschließend, was würden Sie sagen, Herr Brey und dann Frau Hobus? Soll man noch mal warten, bis die Situation ein bisschen klarer wird, oder soll man jetzt anfangen zu studieren? Ich würde auf jeden Fall anfangen. Also wenn ich Lust drauf habe auf ein Studium, dann würde ich auf jeden Fall jetzt anfangen, das nicht von Corona abhängig machen. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will sowieso erstmal was anderes machen, arbeiten, dann würde ich natürlich erstmal arbeiten. Wenn ich jetzt Lust hätte, durch die Welt zu reisen, dann weiß ich nicht so genau, durch die Welt reisen ist gerade nicht so. Ja. Dann würde ich vielleicht auch eher studieren. Aber ich würde auf jeden Fall nicht nur wegen Corona nicht mit dem Studium anfangen. Ich glaube, das macht keinen Sinn.
Ich würde auch sagen, alles ist besser, als da zu sitzen und zu warten, dass sich mit der Pandemie irgendwas ändert. Also ich glaube, es geht darum, auch, das ist auch Ziel am Leuphana College, die Welt ja zu gestalten und nicht einfach da zu sitzen und zu warten, passiv, was mit mir passiert, sondern mitzugestalten. Und alles ist besser, als einfach abzuwarten. Und wenn Weltreisen nicht möglich sind, dann wäre halt die Entscheidung, will ich studieren oder möchte ich eine Ausbildung machen oder was anderes. Das ist eine Entscheidung, die können wir niemandem abnehmen. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn ich studieren will, dann jetzt, klar. Ich glaube, wir können eins versprechen, oder? Wir strengen uns an mit allem, was wir können. Ja. Mit allem, was wir haben, mit allem, was wir irgendwie auf die Straße bringen können. Ja. Das klingt doch gut. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden. Gerne. Gerne. Liebe ZuschauerInnen, soeben hat Cornelius mit Dr. Steffi Hobus und Universitätsvizepräsident Christian Brey darauf geschaut, wie das Studieren unter Pandemiebedingungen aussieht. Nach den letzten Minuten wisst ihr also eigentlich alles, was ihr wissen müsst, um euch für ein Studium im Oktober zu entscheiden. Außer diese klitzekleine Sache, und das ist die Bewerbung. Hallo vom Campus. Ihr möchtet endlich anfangen zu studieren? Sehr gut, denn heute gibt es 5 Tipps zur Uni-Bewerbung. Wo sind Stolperfallen? Wo müsst ihr besonders darauf achten und wie läuft das Ganze überhaupt ab? Habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen oder sogar Tipps für die Uni-Bewerbung? Dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und dann kann es auch schon losgehen mit meinem Tipp Nummer 1. Es gibt einen Unterschied zwischen Zugang und Zulassung. Der Zugang prüft, wer die Aufnahmebedingungen für den jeweiligen Studiengang erfüllt. Meistens reicht da das normale Abitur oder ein vergleichbarer Abschluss. Manchmal benötigt ihr aber zum Beispiel noch ein vorbereitendes Praktikum oder bestimmte Sprachkenntnisse. Ist der Studiengang für genau dieses Bewerbungsverfahren zulassungsfrei, dann bekommt ihr auch auf jeden Fall einen Platz, wenn ihr die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Ist der Studiengang allerdings zulassungsbeschränkt, kommt nach der Zugangsprüfung das Zulassungsverfahren. Das bedeutet, es gibt erfahrungsgemäß mehr Bewerbungen, als Studienplätze zur Verfügung stehen. Jetzt wird grob gesagt ausgewählt, wer von den ganzen Bewerberinnen und Bewerbern auch von Uniseite tatsächlich anfangen darf zu studieren. Und Leuphana Goal, hier zählen nicht nur die Noten, sondern ihr könnt zum Beispiel auch mit persönlichem Engagement punkten. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Die Online-Bewerbung ist nicht immer gleich eine Online-Bewerbung. Meist ist sie zwar der erste Schritt, danach müsst ihr aber das Formular ausdrucken und zusammen mit den angeforderten Dokumenten postalisch zur Uni schicken. So ist das zum Beispiel auch hier an der Leuphana. Achtet da unbedingt darauf, dass ihr auch den Versand einplant und eine Adresse angebt, unter der ihr auch zu erreichen seid oder gegebenenfalls jemand, der euch erreichen kann. Manche Unis haben sich auch mit anderen Unis zusammengeschlossen und ein gemeinsames Bewerbungsportal eingerichtet. Hier müsst ihr gegebenenfalls darauf achten, dass es manchmal eine beschränkte Anzahl an Studiengängen gibt, bei denen ihr euch gleichzeitig bewerben könnt. Die Unis stellen somit sicher, dass sie die Plätze auch an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die wirklich ihr Studium dort beginnen möchten. Achtung, auch bei Mehrfachbewerbungen an ein und derselben Uni. Hier zählt meistens nur eure zuletzt eingegangene Bewerbung. Und wie sieht es mit dem Inhalt der Bewerbungen aus? Darum geht es im Tipp Nummer 3. Informiert euch ruhig vorher, welche Angaben ihr alle machen müsst und welche Dokumente ihr dafür benötigt. Meist braucht man zum Beispiel das Datum und den Landkreis eures Erwerbs des Abschlusszeugnisses. Naja, und ganz ehrlich, ich wusste das Datum zum Beispiel nicht auswendig und in den meisten Webseiten sind auch Zeitsperren eingerichtet. Das bedeutet, wenn ihr dann zum Beispiel 30 Minuten mal ein Dokument suchen geht und dann wieder zurückkommt, dann kann es sein, dass die Bewerbung abgebrochen wurde und ihr von vorne anfangen müsst. Ich bin damals auch noch an der HZB hängen geblieben. Das bedeutet Hochschulzugangsberechtigung. Also zum Beispiel für das normale Abitur die allgemeine Hochschulreife vom Gymnasium zum Beispiel. Mit welcher Hochschulzugangsberechtigung ihr wo, was auch ohne Abitur studieren könnt, das hängt vor allem von der jeweiligen Uni bzw. Hochschule ab. Informiert euch da also am besten bei eurer Wunschuni. Am Ende einer jeden Uni-Bewerbung kommt es zu meinem Tipp Nummer 4. Die eidesstattliche Erklärung. Was ist das überhaupt und wozu brauche ich das? Wenn es das bisher noch nicht war, dann wird es spätestens jetzt sehr formal. Aber keine Angst,
Die eidesstattliche Erklärung klingt schlimmer, als sie ist. Ihr unterschreibt dabei, dass ihr alle Angaben, die ihr für die Bewerbung gemacht habt, richtig und gewissenhaft ausgefüllt habt. Falls ihr Falschaussagen macht, dann macht ihr euch strafbar. Es geht hier nicht um Tippfehler oder so, sondern wirklich um willentliche Täuschungsversuche. Die Unterschrift auf der eidesstattlichen Erklärung ist unbedingt notwendig, damit eure Bewerbung auch berücksichtigt werden kann. Außerdem begegnet ihr der eidesstattlichen Erklärung im Laufe des Studiums immer wieder, zum Beispiel bei Hausarbeiten. Und deshalb finde ich es ganz praktisch, dass man die bei der Bewerbung schon mal kennenlernt. Kommen wir nun zum allumfassenden und meiner Meinung nach wichtigsten Tipp Nummer 5, und zwar haltet die Fristen ein. Die erste Frist ist schon mal eure Bewerbungsfrist und da, wie gesagt, achtet auf den Versand und auf die richtige Adresse. Wenn ihr dann alles fristgerecht eingereicht habt, hilft jetzt erstmal nur Daumen drücken. Ihr habt die Zulassung oder auch mehrere Zulassungen erhalten. Sehr cool. Jetzt müsst ihr euch für eine Sache entscheiden und euch einschreiben. Und auch dafür gibt es wieder eine Frist und die ist meistens etwas kurz. So, das waren meine 5 Tipps für die Uni-Bewerbung. Ich hoffe, ihr seid sowieso top vorbereitet. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, fragt immer gerne bei der Uni nach. Es geht um eure Zukunft. Falls ihr noch gar nicht wisst, was ihr überhaupt studieren möchtet, schaut doch gerne mal beim Video zur Studienwahl vorbei. Oder falls ihr irgendwelche Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare und sowieso auch eure Tipps zu Uni-Bewerbungen. Ich freue mich drauf und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, liebe mögliche zukünftige Leufanten, das war's von uns. Ja, wir sind eigentlich schon fast fertig und wollen euch nur noch darauf hinweisen, dass es jetzt hier gleich ein paar Zoom-Räume für euch gibt, für die Studienberatung. Und alle Infos dazu seht ihr jetzt auf der Folie.